Ja, willkommen zum lang ersehnten Canon C200 Review, mal wieder zusammen mit Sascha von Gadget Stage. Das Ganze ist mal wieder ein zweiteiliges Video, das heißt Teil 1 findet ihr auf meinem Kanal und Teil 2 auf Saschas Kanal. Wir wünschen viel Spaß in diesem Review. Los geht's! Wir haben jetzt beide die C200 seit einem Dreivierteljahr und können euch, glaube ich, ganz gut die Vor- und Nachteile vermitteln. Genau. Gedreht haben wir das ganze Review im Krugerpark in Essen. Vielen Dank an dieser Stelle, dass wir dort drehen durften. Und ja, ich würde sagen, wir fangen gleich an mit dem Review. Die Kamera wiegt, also rein der Body wiegt 1,4 Kilo. Da muss man dann noch Sachen wie Akku, Handgriff und so weiter und den Top-Handle dazu rechnen, je nachdem, wie man sich das Setup jetzt hier eben aufbaut. Mit diesem Gewicht liegt die Kamera so ungefähr im Mittelfeld, würde ich sagen, von so Cinema-Kameras. Die FS5 ist natürlich deutlich leichter, die direkte Konkurrenz, die EVA1 ist auch deutlich leichter, aber Kameras wie jetzt die Blackmagic Ursa Mini oder die FS7 sind einfach deutlich schwerer. Das heißt, die Kamera ist wirklich so im soliden Mittelfeld. Ich finde sie mega angenehm und gerade für Run-and-Gun-Shooter ist das Gewicht auch noch durchaus in Ordnung. Ja, für mich als jemand, der von der Sony A7S kommt, war das Gewicht natürlich erstmal richtig krass. Also die wiegt eben ein Vielfaches von der A7S. Und das ist für mich, weil ich ja eben viel mit der Steadicam arbeite, schon eine ziemliche Umgewöhnung gewesen. Jetzt nach so einem halben Jahr ungefähr kann ich sagen, ich habe mich ziemlich gut dran gewöhnt. Aber es ist doch wirklich sehr, sehr schwer, gerade für DSLR-Filmer. Aber für mich ist das Gewicht einen deutlichen Segen, da ich von der Red komme und da man natürlich deutlich mehr Gewicht hat. Der modulare Aufbau der Kamera ist wirklich hervorragend. Man hat sehr viele Kombinationsmöglichkeiten. Also zum einen hat man das Top-Handle. Auf dem Top-Handle kann man auch noch mal weitere Geräte montieren. Ich habe die Monitorhalterung, eine Mikrofonhalterung und das Ganze kann ich halt kombinieren. Ich kann es an dem Top-Handle befestigen, ich kann das Top-Handle auch entfernen, der Martin nutzt das gerne so, kann den Monitor samt Halterung auch direkt auf der Kamera befestigen. Ich habe auch die Möglichkeit, die Monitorhalterung direkt am Gehäuse zu befestigen. Ich kann die Kamera komplett nackig machen, also ich kann den Grip abnehmen, Top-Handle, Monitor und kann die Kamera sehr gut für den Einhandgimbal benutzen. Ein elektronischer Sucher ist direkt mit an Bord. Er ist zwar sehr klein, hat einen OLED-Bildschirm verbaut, aber wenn man draußen dreht und das Tageslicht zu hell ist, ist das eine super Alternative. Bei anderen Cinema-Kameras muss man einen Viewfinder teuer hinzukaufen. Im Gimbal-Betrieb würde ich mir wünschen, dass man ihn abschrauben kann. Das funktioniert leider nicht. Aber dafür gibt es ja auch die C200B-Variante, wo man eigentlich nur den Body erhält und der Viewfinder ist auch demontiert. Der mitgelieferte Display ist 4 Zoll groß und schön hell, also auch bei Tageslicht kann man damit wirklich hervorragend arbeiten. Mag ich sehr, sehr gerne. Was auch schön ist bei dem Monitor ist, dass man den abnehmen kann und zum Beispiel an einem Gimbal dann an einem Handgriff befestigen kann oder sowas. Das ist sehr, sehr schön. Die einzige Sache, die mir bei dem Monitor nicht gefällt, und es stört mich wirklich sehr, das hatte ich auch schon im Q&A erwähnt, ist die Monitorhalterung. Die ist sehr, sehr lose, sehr, sehr wackelig. Gerade beim Steadicam-Betrieb kommt es öfters vor, dass die ganze Monitorhalterung so ein bisschen wackelt. Das überträgt sich dann auf die Kamera und aufs Bild entsprechend. Das ist wirklich ätzend. Da habe ich mir jetzt auch mal überlegt, jetzt hier so einen Zusatzmonitor, zum Beispiel den Small HD zuzulegen, mit einer etwas stabileren Lösung. Was aber wirklich sehr schön ist bei dem Monitor, ist, dass der so aufgehängt ist, dass man den in alle Richtungen drehen kann. Man kann ihn entweder ganz normal nach hinten drehen oder nach vorne kippen und dann kann man sich zum Beispiel selbst filmen. An der Seite haben wir so einen kleinen Knopf, wo man dann das Bild spiegeln kann, auch super handy, und zur Seite könnte man theoretisch auch drehen. Also der Monitor ist wirklich sehr, sehr flexibel, gefällt mir gut. Ich bin großer Fan von dem Handgriff hier, der fühlt sich mega griffig an, ist ungefähr vergleichbar mit einer 5D oder mit so einer 1DX, also wirklich sehr, sehr griffig, auch für große Hände. Was schön ist, dass man den in der Position verändern kann, das heißt, wenn man eher Richtung Boden filmt, sehr tief, kann man den einfach nach unten klappen und kann dann sehr, sehr angenehm auch aus außergewöhnlichen Perspektiven filmen. Was ich ein bisschen schade finde im Vergleich zur Sony FS5 zum Beispiel, bei der kann man mit einer Hand diese Position verschieben. Bei der Canon, wenn der wirklich festgedreht ist hier, braucht man immer 2 Hände, beziehungsweise man kann das nicht einfach hier aus der Hand locker verstellen. Hat aber den Vorteil, dass es dadurch stabiler ist als bei der Sony FS5. Das heißt, man kann die Kamera auch hier dran nehmen, so ein bisschen rumrütteln, sitzt bombenfest. Was ich sehr schön finde, ist das Button-Layout bei der Kamera. Man hat hier wirklich für jede Einstellung einen physischen Knopf, zum Beispiel für ISO, Peaking, Zebras, Shutter Speed, Waveform Monitor und so weiter. Also wirklich alle Sachen, die zum Filmen relevant sind, haben wir hier als physischen Knopf.
Außerdem sieht man hier so Zahlen drauf, das heißt, man kann sich alle Knöpfe, auf denen so eine Zahl drauf ist, nochmal individuell anders anpassen, falls man mit irgendeiner Funktion damit nicht zufrieden ist. Außerdem haben wir hier unten so ein Drehrad. Ich habe mir da jetzt zum Beispiel die ISO-Stufe draufgelegt, Sascha glaube ich die Blendenstufe. Hier vorne den Knopf, den habe ich mir zum Beispiel auf den manuellen Weißabgleich gelegt. Das heißt, ich kann einfach die Kamera hier auf eine weiße Fläche oder auf eben eine Graukarte positionieren, drücke diesen einen Knopf und der Weißabgleich ist manuell eingestellt. Und so kann man eben wirklich die Kamera sich so anpassen, wie es einem am besten gefällt. Kommen wir zu den Videoausgängen. Man findet einmal einen SDI-Port und einen HDMI-Port. Leider können sich beide Ausgänge nicht mit Ruhm bekleckern. Der SDI-Port liefert Full HD aus und der HDMI zwar 4K, aber beide Ports sind von der Qualität her so low, dass man keinen externen Rekorder wie den Atomos Shogun anschließen kann. Wäre eine Alternative, so könnte man die CFast-Karte umgehen und alles schön auf SSD aufzeichnen. Daumen runter an der Stelle. Die Menüstruktur ist wirklich sehr ordentlich und übersichtlich. Ist jetzt nicht das Highlight, da ist Blackmagic einfach deutlich weiter, aber auch nicht jetzt so kompliziert wie bei einer Sony oder bei einer Panasonic. Also wirklich gutes Mittelmaß, man findet sich sehr gut zurecht. Ja, mit eines meiner Lieblingsfeatures sind die integrierten ND-Filter. Und zwar haben wir hier ND-Filter in Zweierstufen mit bis zu 10 Blendenstufen. Und das ist mega angenehm, wenn man bei Tageslicht offenblendig arbeiten möchte. Wir hatten es ja schon bei dem Blackmagic Review angesprochen, dass dort nur 6 Stops am ND-Filter verfügbar waren. Das war bei Tageslicht teilweise ein bisschen zu schwach. Und hier kann man wirklich offenblendig bei Tageslicht arbeiten. Mega cool, gerade wenn man von der DSLR kommt und dann immer mit variablen ND-Filtern vorne irgendwie arbeiten musste. Erleichtert das die Arbeit ungemein bei Tageslicht. Viele von euch wissen, ich komme von der Ursa Mini und von der Red und da hat man immer diese großen, schweren, unhandlichen V-Mount-Akkus und die halten dann manchmal nur 45 bis 1:1 Stunde, je nach Größe. Bei dem kleinen Akku, was mitgeliefert wird bei der Canon, komme ich 120 bis 130 Minuten weit. Das ist ein 3100 mAh Akku und das ist für mich faszinierend. Dann gibt es nochmal die größere Variante, der ist doppelt so groß, also 6200 und da komme ich 280 bis 300 Minuten weit. Das heißt, ich kann halt wirklich mit kleinem Besteck, also Rucksack, 2 Akkus dabei, komme ich locker über den Tag und muss jetzt nicht irgendwo die schweren V-Mount-Akkus mit mir rumschleppen. Man merkt bei der Kamera, dass Canon die Kamera für die One-Man-Show gedacht hat. Man findet für die Audioaufnahme 2 XLR und einen Klinkeanschluss. Er lässt sich auch hinten sehr schön über das Bedienfeld pegeln. Ich war sehr überrascht von der internen Tonqualität. Ich habe vorher sonst alles immer mit dem Testcam aufgenommen, da meine vorherigen Kameras keine zufriedenstellende Tonqualität abgeliefert haben. Jetzt zeichne ich alles intern mit der Kamera auf. Was sehr angenehm ist bei Interviewsituationen, dass wenn man Aufnahme drückt, automatisch der Lüfter sich runterdrosselt und sehr, sehr leise ist. Für viele ist der Dual-Pixel-Autofokus von dieser Kamera das Kaufargument schlechthin und ist auch wirklich so ein Allgemeinstellungsmerkmal von den Canon Cinema-Kameras. Also dieses Autofokus-System ist wirklich der Hammer. Ja, am besten funktioniert der Fokus mit Canon nativen Objektiven, hier zum Beispiel mit den L-Objektiven, da hat der Sascha eine ganze Menge von. Ich nutze ja das Sigma 18 bis 35 sehr viel, da funktioniert der Fokus auch, man kann den Fokus da aber nicht so gut individuell anpassen, man kann die Geschwindigkeit da nicht ändern und so weiter. Das geht wirklich am besten hier mit den Canon eigenen Objektiven. Um den Fokus einzustellen, gibt es 4 verschiedene Modi. Der erste Modi, den jetzt Sascha und ich nicht so oft benutzen, ist der One-Shot-Autofokus. Da fokussiert man eben einmal und dann bleibt eben der Fokus auf dieser Schärfeebene. Wie gesagt, das nutze ich jetzt nicht so oft. Was ich sehr oft nutze, gerade für meine YouTube-Videos, ist der Face Detection-Modus. Der funktioniert hervorragend, auch mit Brillen oder Sonnenbrillen und so weiter. Erkennt er fast alle Gesichter. Was hier dran sehr schön ist, ist, dass wenn man mehrere Gesichter im Bild drin sichtbar hat, erkennt er alle Gesichter und man kann mit dem Joystick dann auswählen, welches Gesicht man jetzt einfach scharf gestellt haben möchte. Das ist super angenehm, gerade wenn man viele Personen gleichzeitig auf dem Bild hat, bei Festivals oder Events. Was man auch nutzen kann, ist die Schärfeeinstellung über den Touchscreen oder über den Joystick. Das heißt, man kann einfach das Fokusfeld dahin verschieben, wo man es haben möchte. Sascha demonstriert das gerade mal mit dem Feld, kann kurz den Hintergrund fokussieren und dann wieder auf mich. Das funktioniert eben auch sehr, sehr gut. Für Slideraufnahmen oder wenn ich ein spezielles Objekt habe, nutze ich sehr, sehr gerne den Autofokus Tracking. Das heißt, ich kann per Joystick ein Element auswählen, was aber auch kontrastreich sein muss. Also ein dunkles Element, da funktioniert das Tracking nicht sehr gut.
aber wenn es sehr hell ist, habe ich die Möglichkeit, dieses Element einzustellen und es wird genau immer dieses Element oder dieser Gegenstand entsprechend immer scharf gehalten. Das Einzige, was ich so als kleinen Kritikpunkt anmerken muss, ist, dass bei höheren Brennweiten, so ab 85, 100 mm, dass da der Autofokus gerade im Nahbereich so ein bisschen pumpt. Das sind natürlich auch extremere Bedingungen, was ich jetzt zum Beispiel auch nicht so oft nutze. Ich bin ja eher bei kleineren Brennweiten unterwegs, deshalb habe ich das jetzt nicht so oft gemerkt. Nur bei diesem 100 mm Objektiv zum Beispiel oder auch bei einem 85er hat es dann doch mal ein bisschen gepumpt, aber wirklich zu 99,9% würde ich sagen, funktioniert der Autofokus hervorragend. Jetzt natürlich noch die Frage, ob man überhaupt für professionelle Produktionen den Autofokus nutzen sollte. Es gibt viele Leute, die sagen, Autofokus ist was für Amateure, für Anfänger und richtige Profis arbeiten nur mit manuellem Fokus. Ich muss sagen, ich war früher auch so drauf. Ich habe früher alles manuell gemacht mit der Sony. Konnte das auch einigermaßen gut, würde ich sagen. Es gibt aber so viele Situationen, in denen dieser Autofokus eine enorme Hilfe ist. Gerade bei Gimbal-Arbeit oder Steadicam-Arbeit, wo man ja früher nicht so die Möglichkeit hatte, als Single-Operator den Fokus zu verschieben. Da ist das einfach eine Riesenhilfe. Er funktioniert sehr, sehr verlässlich und mir macht das Arbeiten sehr viel Spaß. Ich möchte auf diesen Autofokus nicht mehr verzichten. Auch ich nutze den Autofokus sehr, sehr gerne, gerade im Gimbal-Betrieb. Ich besitze 2 Einhand-Gimbal oder den Ronin 2 und das ist einfach super angenehm. Ich brauche einfach keinen mehr, der die Schärfe zieht. Aber wie seht ihr das? Schreibt uns einfach mal eure Meinung in die Kommentare. Ich bin ganz gespannt. Und wenn man mal manuell fokussieren möchte, dann bietet Canon ein sehr schönes Hilfsmittel an. Das ist ein Rechteck, was ich per Touch verschieben kann und Bereiche markieren. Und es wird mir genau angezeigt, ob dieser Bereich scharf ist. Dann wird das Rechteck grün und die Pfeilspitzen sind genau übereinander. Aber er zeigt mir auch an, wo die Schärfe ist. Also wenn die Schärfe nicht sitzt, dann zeigt er mir an, ob die Schärfe vor dem markierten Bereich ist oder hinter dem markierten Bereich ist. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Natürlich gibt es auch das Focus Peaking, schwarz-weiß, man kann die Farben verändern, man kann die Stärke verändern und so weiter. Da gibt es jede Menge Einstellungsmöglichkeiten. Ja, das war jetzt der erste Teil vom zweiteiligen Review. Den zweiten Teil findet ihr auf Saschas Kanal. Den Link dazu findet ihr hier oben in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung. Also bis gleich. Bis gleich.